So Leute, willkommen zur allerersten Folge von Let's Play Red Dead Redemption und ja, wie schon erwähnt, ein richtig brutal geiles Spiel. Eines meiner Lieblingsspiele. Habe ich mir zwar nicht selber gekauft, aber ich habe es mir ausgeliehen gehabt. Scheiße auf Albtraum der lebenden Toten. Ja, habe es mir ausgeliehen gehabt und ich weiß nur, das ist einfach der... Ja, ich habe keine Speicherdatei, ist klar. Okay. Einfach ein geiles Spiel, ja. Hab's mir ausgeliehen gehabt, durchgezockt, richtig geiles Spiel. In meinen Augen eines der geilsten Spiele. Und ja, deswegen Let's Playen wir es auch. Auch wenn es ein bisschen älter ist, die einigen kennen, manche kennen das schon, ist klar. Aber ich Let's Play es trotzdem, weil es Spaß macht. Aus dem Grund mache ich es jetzt. Gut. 30 Minuten Parts werden das so ungefähr sein, weil es ungefähr 20 bis 25 Stunden sind, das Game. Wenn man es schnell macht, wenn man nicht auf die Nebenmissionen achtet und sowas. Wird schon klappen. Ladezeit natürlich wieder wunderschön lange. Ist ja logisch. Im Hintergrund mein Playstation, der Lüfter, komplett wieder auf Hochtour. Respekt an das Mikrofon. Kann so geil aufzeichnen, ne? Komm, Ladezeit reicht doch mal langsam. Ich muss mich jetzt wieder an die Steuerung gewöhnen. Ist ja eh so GTA-Style, ich weiß, aber man kann ja so geile Specials machen. Zeitlupe, die ganzen Gegner anvisieren und dann abdrücken und so muss man gleich. Wird ja eh alles wieder beigebracht zum Glück. So, dann beginnen wir mal. Da bin ich da hinten. Ach ja, Rockstar Games macht so geile Spiele. Unfassbar. Ich freue mich auf GTA 5, ja. Ich glaube, die ganze Vorschau und so muss ich sowieso die Musik so gut wie leise, so komplett leise machen, beziehungsweise komplett rauslassen, damit ich wieder keinen Stress mit YouTube bekomme. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny.
Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Ich freue mich schon wieder, nachts durch die Wüste zu reiten. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. The chance to live among... Gut, überspringen wir jetzt mal ein bisschen. Ich kann mich wieder so eine ganz lustige Story erinnern. Ich bin nachts mit meinem schwarzen Mustang unterwegs gewesen. Ist ja ein Pferd, die meisten wissen das. Und ja, nachts in der Wüste, so ein Typ spricht mich an, meint so, ja, hier, kannst du mich mal mitnehmen, ich habe mich verlaufen und so. Und ich dachte mir, ja gut, ist bestimmt kalt und wilde Tiere sind da am Start. Ja komm, nimmst du ihn mit, ja am Arsch. Hat er mich vom Pferd runtergerissen und hat mich abgezogen. Mit meinem Mustang ist der abgehauen, der Drecksack. So, jetzt fangen wir mal an, gehen zum Salon. Saloon eher gesagt, nicht Salon. So. Da. Gute. So, da bin ich. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Die Pferde stehen gesattelt vor der Tür. Gehen wir mal gucken. Suche ich mir ein schönes Pferd aus. Dann reiten wir auch los. Da ist einer besoffen. Cool, ich habe mal Water freigeschaltet. Nice. Alrighty, Mr. Marston, let's get. Hey, ich wollte es haben, dass du hast. So. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Whoa. Come on. Come on. Und auf geht's. Jo, du Drecksack. Bleib doch nicht einfach so stehen. Hast du einen Arsch offen oder was? So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? Been abandoned for years. Ah, X gedrückt halten und dann habe ich die gleiche Geschwindigkeit wie der Kollege hier. So, wenn er mich nicht schubsen würde, so. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So, die Ausdauer des Feldes, es wird als Balken links von deinem Radar angezeigt. Wenn er keine Ausdauer mehr hat, wenn ich die ganze Zeit sprinte, oh mein Gott, dann, ja, bockt er und kann mich runterschmeißen, der Drecksack. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Oh, das ist immer so weit reiten. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name.
Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Gee up. Damn coyotes. What a waste of good meat. Halte Kreis gedrückt, um Sachen zu fokussieren. So, da ist ein totes Tier gewesen. Oh, werden wir das angreifen, oder was? Ich glaube schon, ich kann mich wieder erinnern. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Gut, dann werde ich das jetzt mal einnehmen, ne? Ich brauche ja auch was zum Schlafen. Haust du rein, Kumpel? So, ich muss mal gucken, wie man mit den Waffen umgeht. Ja. Let's go. So, dann zeigt euch mal. Bill! Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Gut, das Spiel ist schon zu Ende, ne? Wurde erschossen. War auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Ne, war ein Spaß. Weiter geht's natürlich. Die verarzten mich. Denke ich mal. Da werde ich erstmal Unterkunft bei denen bekommen. Die verarzten mich und, ne? Die Ladezeit dauert immer so lange. Geht ja so ein 30-Minuten-Part ganz schön schnell vorbei.
you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. So, jetzt sind wir wieder im Rennen natürlich. Brauche ich meine Waffe. So, mal gucken, was alles so abgeht. Ich will jetzt nicht folgen, ich will mal gucken, was für Waffen ich habe. Ist wohl nicht, verdammt. Ah doch. Also, warte mal. L2, L3 ist hinsetzen. Waffe ziehen, L1, zack. Zielen auf L2. Boah, muss ich mich erstmal gewöhnen. Schießen wohl auf R1, aber das mache ich jetzt nicht. Wo ist Zeitlupe? R3 war das, glaube ich, immer. Und dann mit X markieren. Ja, so war das, glaube ich. Werde ich ja noch beigebracht bekommen. So. Weiter geht's. Kann ich noch rüberjumpen, oder was? Ah, okay. Gute. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Hey. Nice, wie man in Deckung gehen kann. Zack. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as Das ist ein yourself. Gefängnis. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Normal kann ich reiten. Ich bin doch der PitBull, ja. So. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. So, dann zeig mal, was du kannst. Immer das lange Reiten. Komm ein bisschen näher, dann unterhältst du dich vielleicht. So. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Oh, Pferde zureiten ist voll die Aktion, ne? Things sure have changed since the line finally got finished. Bahnhof? Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on. Come on, easy
built it Scheune. himself when I was just a little girl. And here we war are, jetzt ein back at Rundgang. the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ich kann es zwar mit Viereck anbinden, aber drauf geschissen so. Oh, ich muss es mit Viereck anbinden, Mann. Sonst haut es mir ja noch ab, das blöde Pferd, ne? Komm schon, was ist da los? Drecksvieh. Bisschen schneller fährt. So. Dran und Viereck. Hab ich doch, was ist da los? So. Sehen wir nix. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Jede Nacht muss ich jedes Mal so besoffene Leute oder Leute, die sich prügeln oder Vieh klauen wollen und sowas Come on, then. überwältigen. Let's mount up and take a look around. Kann ich nochmal Waffen wechseln? Das ist jetzt zum Beispiel die Pistole ist nicht, okay. Ah, doch. Nice. L1 halten. Easy now. Komm, Let's Pferd. go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Come on! Und wie mache ich wieder einen auf den hier? Warte Thank mal. you, Mr. Marston. I feel a lot happier Zeitlupenmäßig. someone's along with me. Ist jetzt I kein feel a Star, lot okay. happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Gleich passiert wenigstens mal ein bisschen was. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Whoa! Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. So, ich scheiß Karnickel. Another one for the pot? Hä? Muss ich nachladen oder was? Wie lädt man nochmal nach? Ich kann nicht schießen. Ah, R2. Nice. You're better at shooting rabbits than outlaws, right? Seid ihr am Arsch, ihr kleinen Karnickel. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. No Let's problem. get back on the horses and see what else is going on. Gucken, was noch abgeht. Komm, Bitch. R2 schießt man. Nice. Das mit der Zeitlupe lerne ich bestimmt noch. There's still a ways to go. Hey! Hey. Auf geht's. Was lerne ich hier schießen oder was? Ah, nee. Stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the Oh, ey, animals. kleinen Drecksäcke. Ah, jetzt. Mit X, wie markiere ich die denn nochmal? Mit L1 normalerweise, oder? Konnte gerade nicht markieren. Quick! They're going after the chicken. Wie markiere ich nochmal? Let's go! Egal, die sind tot. Jetzt könnte ich alle markieren, so zack, zack, zack.
Hier, du Kojotenkacke. Lass mein Huhn in Ruhe. Oh, sorry. Hühnchen. Achtung. Ein paar Chickens verloren. Mann, okay, jetzt habe ich schon gemerkt, wo man die Zeitlupe macht. Rechts daneben ist die Anzeige, lädt gerade nach. Aber ich weiß nicht, wie man mehrere Sachen markiert. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. So, hier wohne ich. Pferd bleibt hier. Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Alles klar, ich gehe jetzt pennen. Wir sehen uns morgen früh und dann würde ich sagen, beenden wir auch diesen ersten Part. Es sind jetzt noch keine 30 Minuten. 25 reicht. Aber egal. So. So, wenn ich schlafe, 6 Stunden später werde ich dann wieder aufgeweckt. Beziehungsweise wache ich auf. Zusätzliche Munition ist in der Truhe. Können wir gleich mal gucken. Was geht noch ab? So, das war's. Der hat Eye-Level, Level 1 von 3. Ich wette, auf Level 2 oder Level 3 kann ich da mehrere Sachen markieren. So, Truhe. Nichts drin oder was? Ja, doch ein bisschen, okay. So, Leute, dann gehe ich jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen früh wieder, ne? Macht's gut, Leute.